Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Tinkerfan-Werkstatt. Ich bin der Benny und heute zeige ich euch bei so einem Bambu AMS, das ist diese Einheit hier oben, wie ich da einen Fehler behoben habe. Und das ist ein Fehler, den haben viele sicherlich von euch, das habe ich schon von vielen bei Instagram zum Beispiel gehört. Und ja, wie ich das bei mir gelöst habe, zeige ich euch jetzt. Wird ein kurzes, knappes Video und ich hoffe, ich kann einigen von euch damit helfen. Gebt gerne Feedback, ob es bei euch geklappt hat oder wie ihr das gelöst habt bei euch. Und ja, viel Spaß jetzt beim Video, ne? Ja, es geht um folgendes Problem hier bei der AMS, dass wenn beim Druck ein neues Filament geladen werden soll, man zwar den Motor hört oben von dem Spulen, von der Spuleneinheit, das Filament aber nicht gefördert wird. Das heißt, er steckt zwar oben drin, aber es wird nicht gefördert, es geht nicht weiter rein, es kommt nicht zum Drucker an und irgendwann kommt eine Fehlermeldung vom Drucker. Diese Einheit hier von jeder Spule, also es gibt 4 Stück davon, haben 2 Aufgaben. Einmal, wenn der Motor in die eine Richtung fährt, kann er das Filament fördern, oder er wird in die andere Richtung gefahren, dann kann er die Spule bewegen. Man hört auch, wenn er das fördern möchte, dass der Motor halt klingt, es summt, aber es wird nichts gefördert. So, das sieht man jetzt einmal hier, ich stecke das Filament rein, der Motor ist auch aktiv, man sieht, da dreht sich was, aber es geht nicht weiter, es kommt unten nicht raus. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall erstmal die AMS auseinander. Dafür schrauben wir die 2 Schrauben da los. Dann können wir die Einheit rausnehmen. Vorsicht, das hängt unten noch dran. Dann müsst ihr die Sachen lösen. Dann müsst ihr hier die Filamentführung und 2 Stecker immer abnehmen. Dann gibt es 4 Schrauben. Die müsst ihr auch lösen. Und dann kommen wir da zu der Achse, die Achse erst rausnehmen, die ist nur reingeklipst und dann können wir eigentlich so eine Einheit rausnehmen. So, oben drauf ist ein transparenter Deckel als Abdeckung, die hat einige Schrauben, die kommen alle raus. So, jetzt haben wir hier den interessanten Teil. Hier haben wir die ganzen Zahnräder. Da wo ich gerade mit dem Finger dran drehe, das ist eigentlich der Motor, also die Motorachse. Und die kann jetzt in beide Richtungen fahren. Und dann gibt es für diese 2 Arme mit den Zahnrädern 2 Endanschläge, wo die immer hinfahren, entweder nach links, einmal nach rechts. Und dann kann man entweder die Spule befördern oder das Filament. So, und da habe ich jetzt hier mal ausprobiert, als ob ich der Motor bin, ne, und das Zahnrad antreibe. Und normalerweise müssten beide Zahnräder außen, die kleineren, sich immer mit dem mittleren mitdrehen, weil die fester auf der Achse drauf sein sollten. Aber wenn man jetzt mal guckt, wenn ich die obere blockiere, das obere Zahnrad, dann kann ich das festhalten, aber die Achse weiter fördern, also weiter drehen. Und das kann nicht korrekt sein. So, wir bauen jetzt mal die Achse mit den Zahnrädern aus. Dazu drücke ich hier beide Lager an den Seiten raus, damit man die Achse leichter rausnehmen kann. So, die Achse raus. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Und wie man hier sieht, kann ich schon mit der Hände einfach das Ritzel abmachen. Auf der Achse sind extra hier so Verzahnungen, damit eigentlich das Ritzel oder das Zahnrad da fest drauf ist. Aber das hat sich dann anscheinend gelöst, wahrscheinlich wegen Überlastung. Ich weiß nicht, ob Bambu da irgendwie auch Ströme misst vom Motor oder was, damit die irgendwie eine Blockade mitkriegen. Das kann ja oft passieren, ne? Kennt ihr bestimmt auch, wenn mal im Filament in der Spule mal so ein Knoten ist oder sich da so verheddert und dann würde der fördern, aber wird nichts, also wird die ganze Zeit gegen eine Blockade kämpfen. Ne? Und da weiß ich nicht, ob der Drucker das erkennt und abschaltet dann. Wenn nicht, könnte ich mir vorstellen, dass hier so eine Überlast entsteht. So, die Teile hier mache ich jetzt alle einmal mit Isopropanol sauber, das habe ich ein bisschen einwirken lassen. Dann gut abtrocknen, sauber pusten, damit da jetzt keine Rückstände mehr von dem Isopropanol dran sind. Und dann versuchen wir jetzt mal das Ritzel wieder auf die Achse zu kleben. Dafür benutze ich hier einen Sekundenkleber, der sehr dünnflüssig ist. Dazu trage ich jetzt auf der Achse ein paar Tropfen Sekundenkleber auf, aber seid bitte wirklich vorsichtig, weil ihr habt nicht viele Versuche, ne? Also eigentlich eine. Wenn ihr das jetzt drauf schiebt, pass auf, dass nicht zu viel Sekundenkleber dran ist, nicht, dass das kleine Ritzel irgendwie mit dem Halter, der da dran montiert ist, noch sich verklebt.
Also schon einmal bitte konzentrieren und dann mit Schmackes einmal drauf. Also man hat eigentlich nur einen Korrekturversuch und dann merkt man schon, dass es fest wird. Ich habe dann nochmal alle Teile, also alle Ritzel, die sich hier bewegen, nochmal eingeölt, weil das fühlte sich teilweise auch sehr verklebt an. Ja, und jetzt bauen wir den ganzen Spaß mal wieder zusammen. Bevor wir die Einheit einbauen, testen wir das hier nochmal. Ich habe das hier am Netzteil angeschlossen, den Motor, und dann habe ich den einfach hier fördern lassen. Und dann sieht man, dass er das wunderschön durchschiebt, und auch wenn ich oben mal mit der Hände blockiere, er einfach versuchen will, immer weiter zu arbeiten. Das heißt, das Ritzel ist wieder schön fest auf der Achse und er schiebt das schön immer von oben nach unten durch. Ja, das heißt, jetzt kann das wieder rein. Ich habe da die anderen 3 Einheiten auch nochmal einmal geprüft. 2 haben noch funktioniert, eine nicht. Da habe ich das dann auch direkt gemacht. Und dann hier wieder mal einen Test. Die Spule oben rein, und er prüft ja jetzt hier einmal beim Laden. Und er zieht es ganz normal rein. Ich kann auch, wenn ich laden lasse, fördert er das ganz normal durch. Ja, ich habe jetzt schon einige Drucks hinter mir nach dem Video. Und das funktioniert zum Glück wieder alles einwandfrei. So, liebe Leute, wir sind am Ende vom Video. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Anleitung hilft euch, wenn ihr das Problem auch habt. Gebt gerne Feedback, ob das geklappt hat bei euch. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, kommt doch gerne mal vorbei, schaut euch meine Videos an. Vielleicht ist da noch was Interessantes für euch dabei. Und ja, gerne natürlich auch ein kostenloses Abo. Danke und bis zum nächsten Mal, euer Benny von Tinkerfun.